Es gibt Stimmen, die nicht bloß erklingen, sondern Wurzeln schlagen. Stimmen, die nicht nur unsere Ohren erreichen, sondern unser Herz. Stimmen, in denen sich ein ganzes Volk wiedererkennt, mit all seinen Hoffnungen, seiner Geschichte, seiner Würde. Eine solche Stimme hatte einen Namen: Hamlet Ghonashvili. Hamlet Ghonashvili war nicht nur Sänger, er war Ausdruck, nicht nur Künstler, sondern Träger eines Erbes, nicht nur Interpret, sondern Medium einer lebendigen Tradition. Und wenn man ihn heute die Stimme Georgiens nennt, dann ist das keine Übertreibung. Es ist die präziseste Umschreibung seines Wesens. Heute möchte ich dir durch seine Lebensgeschichte, seine Musik und seine Hingabe einen Menschen nahebringen, der georgischen Kultur Klang und Atem verlieh. Einen Mann, der nicht für das Rampenlicht lebte, sondern für das Lied und das, was in ihm bewahrt liegt. Hamlet Dimitris C. Ghonashvili wurde am 20. Juni 1928 im Dorf Anaga geboren, im Herzen von Kakheti und Kartli, zwei Regionen, die nicht nur landschaftlich, sondern auch klanglich geprägt sind. Er wuchs in einer Lehrerfamilie auf, ein Zuhause, das Bildung, Sprache und Kultur wertschätzte, ein Umfeld, in dem wahrscheinlich Bücher, Gespräche und die Achtung vor Tradition zum Alltag gehörten. Aber sein eigentliches Klassenzimmer war das Dorf, die Straßen, auf denen Männer bei Festen sangen, die Felder, auf denen während der Arbeit Melodien erklangen, die Supratische, an denen Trinksprüche und Gesänge ineinander flossen. Musik war nicht Dekoration, sie war gelebte Praxis. Seine Jugend war von Mobilität geprägt. Von 1938 bis 1941 lebte er in Chinwali, dann wieder in Anaga, später in Saguramo. Jede dieser Stationen brachte ihn mit neuen Gesängen, Dialekten und Ausdrucksformen in Berührung, wie ein musikalischer Mosaikstein nach dem anderen, der sich still zu einem ganzen Bild formte. Wer Hamlet verstehen will, muss die georgische Musik verstehen, insbesondere die Polyphonie, die Mehrstimmigkeit. Sie ist so alt wie das Volk selbst, womöglich älter als das Christentum in Georgien. Sie ist nicht nur Technik, sie ist kollektive Erinnerung. Die Musik Georgiens ist stark regional geprägt. In Svaneti erklingt eine dichte, komplexe Mehrstimmigkeit, in Westgeorgien improvisierte Kontraste zwischen drei Stimmen, in Ostgeorgien, in Kakheti eine klare Struktur mit zwei führenden Stimmen und einem ruhigen Bordun im Hintergrund. Gerade diese kakhetische Form mit ihren tragenden, langen Linien und der zarten Verschmelzung von Emotion und Technik wurde zu Ghonashvilis künstlerischem Heimathafen. Diese Musik war nie nur zur Aufführung gedacht. Sie erklang bei Totenwachen, bei Hochzeiten, bei der Weinlese, bei Festen. Sie ist sozial, sie ist spirituell und sie ist tief verankert in einer Kultur des Zuhörens, der Abstimmung, der Verbundenheit. Auch wenn seine musikalische Prägung tief reichte, führte sein erster Ausbildungsweg zum Theater. Er begann ein Studium am renommierten Shota Rustaveli State Theatre Institute. Doch dort geschah etwas Entscheidendes. Der damalige Rektor Mikhail Kveselava erkannte in Hamlet ein außergewöhnliches stimmliches Talent. Es war dieser Moment, dieser Rat, seine Stimme nicht nur zu nutzen, sondern zu entfalten, der Ghonashvili aus der Rolle des Schauspielers in die des Sängers führte. Ein Schlüsselmoment, kein dramatischer Bruch, sondern eine stille, aber wegweisende Erkenntnis. Seine Bühne war nicht das gesprochene Wort, sondern das gesungene Gebet. Oft wird behauptet, Ghonashvili habe keine formale Musikausbildung genossen. Doch das ist nur teilweise richtig. Er hatte keine westliche, konservatoriumsähnliche Ausbildung, wie man sie in der Oper oder Klassik erwarten würde. Aber seine Studien an der Chorleitungsfakultät der zweiten Musikschule von Paljaschwili, sein Theater- und Filmstudium am Rustaveli-Institut, seine pädagogische Ausbildung, sie alle trugen dazu bei, sein Talent zu formen. Er war ein disziplinierter Student, ein Mann mit tiefem künstlerischem Ehrgeiz, nicht auf Ruhm ausgerichtet, sondern auf Wahrheit. Sein Wissen über Vokaltechnik, Ensembleführung und dramaturgische Wirkung war umfassend und wurde später zur Grundlage seiner Lehrtätigkeit.
Im Jahr 1953 wurde Gonaschwili Teil des staatlichen Ensembles für georgische Volkslieder und Tänze. Diese Gruppe, damals eines der wichtigsten kulturellen Aushängeschilder Georgiens, verschrieb sich der Pflege und Darstellung authentischer Volkskunst. Hamlet stieg schnell zum führenden Solisten auf. Er sang nicht, um zu beeindrucken, er sang, um zu erinnern, um zu bewahren, um das Ursprüngliche nicht zu verlieren. Sein Ansatz war einfach und radikal zugleich. Die Musik soll nicht für die Bühne umgeschrieben werden, die Bühne soll sich der Musik unterordnen. Er holte die Lieder zurück in ihre ursprüngliche Form, mit Demut, mit Feingefühl, mit einem tiefen Verständnis für das, was nicht in Noten zu fassen ist. Atmosphäre, Stille, Bedeutung. Zwischen 1970 und 1985 war Gonaschwili Solist des Rustavi-Ensembles, jenes Chores, der erstmals das ganze Land musikalisch vereinte. Rustavi war kein folkloristisches Sammelprojekt, sondern eine Vision. Alle Stimmen Georgiens sollten gehört werden, gleichberechtigt, miteinander verwoben, in ihrer Vielfalt geehrt. Hamlet war Herz und Seele dieses Chores. Mit seiner Stimme interpretierte er Lieder aus Kartli, Kakheti, Mingrelien, Guria, Abchasien. Jede Region fand in ihm einen würdigen Vertreter. Sein Repertoire war breit und gleichzeitig intim. Zu seinen ikonischsten Darbietungen zählen Lieder wie Urmuli, Orovela, Zmindau, Gmerto und vor allem Zinskaro. Ein Lied, das zu seinem Markenzeichen wurde. Jedes dieser Stücke war nicht bloß ein Lied, sondern ein Erlebnis, getragen von einer Stimme, die wie ein Fluss klang, ruhig, tief, unaufhaltsam. Hamlet Gonaschwilis Kunst überschritt Grenzen, nicht als Kalkül, sondern weil sie das Universelle im Spezifischen trug. Seine Stimme in ihrer schlichten Tiefe wurde zur Brücke zwischen Georgien und der Welt. Besonders deutlich zeigt sich das in der Rezeption seines Liedes Zinskaro. Dieses Werk, ursprünglich ein einfaches, aber emotional tiefes Volkslied aus Kartli-Kakheti, wurde durch Werner Herzogs Nosferatu einem internationalen Publikum vorgestellt. Plötzlich war diese Stimme, geboren in einem kleinen georgischen Dorf, auf der Kinoleinwand eines globalen Regisseurs zu hören und rührte Menschen, die kein Wort Georgisch verstanden, zu Tränen. Auch Kate Bush, eine der einflussreichsten Künstlerinnen der britischen Popmusik, ließ sich von diesem Lied inspirieren. In ihrem Song Hello Earth sampelte sie Teile von Zinskaro, ein Zeugnis dafür, wie weitreichend und anschlussfähig Hamlets Stimme war. Selbst der Dokumentarfilm Baraka verwendete seine Musik, um spirituelle Bildwelten zu untermalen. Und schließlich, vielleicht das symbolischste aller Zeichen, gehörte Chakrulo, ein Lied aus dem Repertoire des Rustavi-Ensembles, zu den wenigen Musikstücken, die 1977 mit der Voyager-Raumsonde ins All geschickt wurden. Hamlet Gonaschwili war nicht der alleinige Sänger dieser Aufnahme, aber sein Einfluss auf das Verständnis und die Präsentation dieses Liedes war prägend. Es war, als ob die Menschheit selbst entschied, wenn wir den Kosmos von uns erzählen, dann mit georgischer Mehrstimmigkeit, dann mit dieser Stimme. Neben seiner Rolle als Interpret war Hamlet Gonaschwili auch ein begnadeter Lehrer. Für ihn war Lehre kein Job, sondern eine Verpflichtung gegenüber der Musik, gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber der Zukunft. Er unterrichtete nicht nur Technik, er vermittelte Haltung, Geschmack, Verständnis und eine tiefe emotionale Bindung zur Musik. Er war geduldig, streng, aber immer gütig. Er lehrte seine Schüler, dass ein Lied nicht gesungen, sondern gelebt werden müsse, dass es eine Verantwortung sei, Träger dieser Musik zu sein und dass jedes gesungene Wort ein Fragment gelebter Geschichte sei. Viele der Sängerinnen und Sänger, die heute auf internationalen Bühnen stehen oder die georgische Musik in der Diaspora weitertragen, wurden durch Hamlet geprägt, direkt oder indirekt. Sein Erbe ist lebendig, es atmet weiter. Hamlet Gonaschwili lebte und wirkte vollständig in der Sowjetunion, einer Zeit, die von politischer Repression, kultureller Kontrolle und ideologischer Zensur geprägt war. Viele Künstler dieser Epoche litten unter Verboten, unter Auflagen, unter Schweigegeboten.
Doch Hamlet scheint einen anderen Weg gefunden zu haben. Vielleicht, weil seine Musik als unpolitisch galt. Vielleicht, weil sie so tief mit der Volkskultur verwoben war, dass sie sogar für das sowjetische Kulturverständnis nützlich erschien. Vielleicht aber auch, weil seine Stimme eine Wahrheit aussprach, die selbst Systeme nicht unterdrücken konnten. Er erhielt nationale Auszeichnungen, durfte touren, mit dem Rustavi-Ensemble auftreten, auch außerhalb der Sowjetunion. Das deutet darauf hin, dass seine Kunst nicht nur toleriert, sondern sogar als Aushängeschild genutzt wurde. Doch es wäre zu einfach, ihn als systemkonformen darzustellen. Seine Musik war eine stille Form des Widerstands gegen das Vergessen, gegen die Entwurzelung, gegen die Uniformität. Jede Note war ein Ja zu georgischer Identität. Am 25. Juli 1985 verstarb Hamlet Gonashvili im Alter von nur 57 Jahren infolge eines Sturzes von einem Apfelbaum. Ein tragischer, beinahe alltäglicher Unfall, der seiner Biografie einen fast mythischen Charakter verleiht. Er starb nicht in einem Spital, nicht auf einer Bühne, sondern im Einklang mit der Natur, mit der Erde, der Frucht, dem Baum, mit jenem Kreislauf, den er so oft in seinen Liedern besungen hatte. Es war ein schlichter Tod, doch sein Vermächtnis ist gewaltig. Seine Musik lebt weiter, nicht als Erinnerung, sondern als Gegenwart. Seine Stimme wurde zu einem Ton, der in jedem georgischen Sänger, in jeder Supra, in jedem Refrain weiterklingt. Über Hamlets Charakter gibt es wenige direkte Zeugnisse, und doch spricht sein Werk für ihn. Er war geduldig, achtsam, sensibel, kein Mann der großen Gesten, sondern der leisen Autorität, ein Lehrer, der forderte und förderte, ein Künstler, der suchte nicht Ruhm, sondern Wahrheit. Zeitgenossen beschrieben ihn als bescheiden, tief verbunden mit seiner Herkunft. Ein Mann von Geschmack und Stil. Seine Virtuosität wurde nie zum Selbstzweck. Sie diente dem Lied, nicht dem Ego. Und vielleicht war es genau das, was ihn so einzigartig machte. Heute, viele Jahre nach seinem Tod, ist Hamlet Gonashvili nicht nur Teil der Geschichte, er ist Teil der Gegenwart. Seine Aufnahmen werden gehört, seine Arrangements studiert, seine Interpretationen imitiert. Und doch bleibt er unerreichbar, weil seine Kunst aus einer Tiefe kam, die nicht reproduzierbar ist. Sein Werk zeigt, wie universell Volksmusik sein kann, wenn sie mit Herz und Hingabe interpretiert wird, wie georgische Polyphonie Menschen auf der ganzen Welt berühren kann, unabhängig von Sprache, Religion, Kultur. Seine Stimme erinnert uns daran, was Kultur wirklich ist. Kein Archiv, kein Museum, sondern ein lebendiger Organismus. Etwas, das wir pflegen müssen, mit Respekt, mit Demut, mit Liebe. Wie denkst du über Hamlet Gonashvili? Hast du schon einmal eines seiner Lieder gehört? Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.